Hey Freunde, was geht ab und herzlich willkommen einem neuen Video von mir. Ihr habt lange drauf gewartet und endlich ist es soweit. In diesem Teil werden wir uns um die komplette Elektro kümmern. Ich zeige euch, wo welches Kabel hinkommt, wo welches Kabel reinkommt und was ich drinnen alles verbaut habe. Aber jetzt würde ich sagen, erstmal das Intro und dann sehen wir uns wieder. Wie ihr gerade im Intro schon sehen konntet, ein Haufen cooles neues Zeug habe ich hier am Start. Und damit werden wir diese Elektro hoffentlich heute cool machen, Freunde. Und somit herzlich willkommen zurück in diesem Video. Ich zeige euch jetzt ganz kurz erstmal, wie es aktuell drinnen aussieht. Und dann, Freunde, werden wir uns Gedanken machen, wie es aussehen soll. Weil aktuell ist es mega die Katastrophe. Und ich würde sagen, das beheben wir heute. So sieht aktuell meine Elektroverkabelung aus und ich glaube, da brauchen wir nicht drüber diskutieren, dass das einfach nur ja, ganz schön Worst Case ist. Hier drinnen sieht es quasi nicht besser aus und deswegen sollten wir das heute quasi dringendst ändern. Wir werden hier eigentlich im Prinzip alles komplett umbauen. Es gibt noch viele andere Sachen. Da hängt noch ein Kabel runter vom Solarpanel, da hinten sind die Kabel noch falsch reingeführt. Wir haben Haufen zu tun, Freunde. Deswegen würde ich sagen, fangen wir direkt gleich mal an und legen richtig los. Was mir gerade spontan mal noch so einfällt, ich habe euch noch gar nicht gezeigt, wie meine Isolierung fertig aussieht. Hier seitlich von den Seitenklappen. Das werde ich jetzt mal noch ganz kurz machen, dass ihr das auch noch gesehen habt. So sieht die Isolierung fertig aus. Also ich würde sagen, eigentlich ziemlich cool. Auf jeden Fall deutlich besser als davor. Bevor wir jetzt allerdings irgendwas anfangen an Elektro zu machen, irgendwas wegschrauben oder irgendwas anfassen, machen wir jetzt erstmal alle Sicherungen raus und alles, was stromführend ist, stecken wir komplett ab, damit nichts passiert, damit ihr keine Kurzschlüsse habt, keine Kabelbrände entstehen können oder sonst irgendwas. Ganz wichtig, macht das auf jeden Fall. Solarpanel, Batteriesystem, hier ebenfalls alles weg. Im ersten Schritt nehme ich jetzt mal die komplette Elektro da drin auseinander, hole alles raus, damit wir komplett von vorne anfangen können. Und in dieser Zeit könnt ihr euch mal ganz kurz angucken, was ich alles an Elektrozeugs drin habe und was wir gemeinsam heute alles verkabeln müssen. Also würde ich sagen, los geht's. Okay, ich habe jetzt hier schon mal ganz schön gewütet und hier liegen jetzt überall Kabel rum. Innen drin ist jetzt quasi fast nichts mehr, nur so ein paar Bauteile. Und jetzt haben wir eine gute Grundlage, um mal anzufangen. Wir fangen hier hinten an und arbeiten uns dann halt wie letztes Mal auch irgendwie durch diesen Camper durch. Wie ihr sehen könnt, ist dieses Riffelrohr hier schon mega voll. Also da kriegt ihr quasi fast keine Kabel mehr rein und das ist ein bisschen doof. Hier ist das Ding schon richtig prügelvoll und deswegen werden wir das ändern. Die Kabel liefen ja vorhin hier durch. Ich möchte jetzt hier einen Ausschnitt reinmachen, dass hier alle Kabel anständig runtergehen können. Und dann legen wir die nachher hier anständig entlang, dass es halt einfach ordentlich aussieht. Für das Riffelrohr hier habe ich auch eine andere Lösung gefunden. Das seht ihr dann gleich. Und zwar ist es so ein Nylon-Dingens, wo man einfach aufmachen kann. Das geht dann einfach wieder zusammen und sieht halt einfach ziemlich cool aus. Ist relativ robust oder ziemlich robust. Und das werden wir jetzt da verlegen. Das Leere muss jetzt hier erstmal weg. Ich glaube, eine sinnvolle Elektroverkabelung oder eine hübsche Elektroverkabelung ist essentiell wichtig, weil je mehr Sachen dazukommen, desto mehr verliert ihr total den Überblick darüber und das wäre tendenziell nicht so richtig gut. Jetzt ist das Loch hier hinten wirklich groß genug, als dass man alle Kabel durchkriegt. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr die Sitzfläche noch nicht gebaut habt, dann macht das Loch sofort rein. Dann müsst ihr es nicht nachträglich reinschneiden, weil es sieht halt auch immer deutlich schöner aus, wenn man es sofort macht.
Genau, jetzt können wir hier die Kabel sauber und ordentlich runterführen. Ich habe tatsächlich viel Zeit damit verbracht, mir zu überlegen, wie ich das alles hier sauber löse, dass es immer noch so ist, dass man es jederzeit erweitern kann, aber trotzdem wirklich gut aussieht. Und da habe ich wirklich einige Stunden an meinem Rechner verbracht, rumgeguckt, andere Videos tatsächlich geschaut und mich auch von Amazon ein bisschen inspirieren lassen, was es da so halt an Equipment gab. Und ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das Ganze gefällt, was ich jetzt hier dann fabriziere. Und vor allem auch, dass es danach mir gefällt und es ordentlich wird. Und dass es euch vor allem weiterhilft, weil dafür machen wir den ganzen Kanal, damit ich hier ein bisschen basteln kann und ihr quasi ein bisschen was von mir lernen könnt. Also, um mal ein bisschen auf das technische Thema zurückzukommen. Wir fangen jetzt erstmal mit den Utility 25 hier hinten an, wie man die verkabelt. Ich habe euch in dem Video nicht verraten, in Anführungszeichen, und nicht gezeigt, wie man die ganzen Lampen verkabelt. Deswegen wird das jetzt der erste Punkt sein. Ich muss bei meinen Kabeln noch ein bisschen was ändern, weil auf den Kabeln, die sind quasi nicht rot und schwarz, sondern einfach nur mit 1 und 2 beschriftet. Deswegen will ich da vorne 2 rote Stromschläuche drauf machen, kleine, dann weiß ich genau, wo welches Kabel hinkommt. So sieht das Ganze dann hier oben aus, wenn es fertig ist. Ich habe das einfach hier auf Vagos draufgepackt, rot auf rot, schwarz auf schwarz. Eine Vago für Minus, eine Vago für Plus. Dann habe ich hier hinten noch eine Zugentlastung draufgepackt, dass wenn einer am Kabel ziehen sollte, dass hier nicht die Litzen rausreißt. Und das wäre es hier oben bei den Lampen auch schon gewesen. Dann können wir hier dazu machen und sind hier oben fertig. Schalter für die linke Lampe und ein Schalter für die rechte Lampe. Hier in diesem Fall haben wir jetzt, das seht ihr gleich, 3 Stecker drauf. Wofür 3? Einmal für Plus, einmal für Minus und einmal, um hier vorne das blaue Lämpchen zu schalten, wenn die Lampe brennt. Im Prinzip bekommt ihr, wenn ihr das Panel kauft, das schon komplett durchverdrahtet mit diesen roten und mit diesen schwarzen Kabeln. Ihr müsst jetzt dann nur noch einmal ein Kabel drauf führen von der Batterie. Einmal auf Rot und einmal auf Schwarz. Dann kommt ihr mit den 2 Kabeln von oben runter. Geht dann jeweils mit der ersten Lampe einfach hier mittig drauf. Dann geht ihr noch einmal hier auf Minus drauf. Den Minuspol könnt ihr durchschleifen einfach und alle Kabel auf einen Minuspol stecken und die roten Kabel steckt ihr jeweils auf die einzelnen Schalter drauf. So sieht das Ganze dann zu aus und jetzt habt ihr noch dieses dritte Kabel und das geht dann nachher hier auf die Batterie. Das heißt, das können wir wie die anderen Kabel hier nach unten führen. Einfach so reinflechten. So. Das sieht doch schon ziemlich cool aus, oder? Also mir gefällt es auf jeden Fall richtig gut. Damit das Kabel jetzt hier nicht so rumbaumelt, habe ich jetzt noch schön Klebesockel besorgt und dann fixieren wir das noch schön an der Strebe da hinten. So sieht das Ganze jetzt final aus. Einmal nach oben. So sieht es von der Seite aus. Also ich denke, das kann man so schon machen. Um den Rahmen des Videos nicht komplett zu sprengen und vor allem das Video nicht noch nerdiger und langweiliger zu machen, als es eh schon ist, habe ich jetzt diese ganzen Kabel von hier hinten schon mal in das Batteriefach durch den Kabelkanal gezogen. Jetzt fehlt allerdings noch ein Kabel, was auch noch hinter muss. Und zwar habe ich hier noch mein Landstromkabel. Hier hinten haben wir die Landstromsteckdose mal irgendwann vor Ewigkeiten angeschlossen. Und dieses Kabel muss jetzt auch noch da durch. Allerdings ist hier bei diesem 230 Volt Landstromkabel was zu beachten. Ihr dürft in der Regel 230 Volt und 12 Volt Kabel nicht in einen Kabelkanal legen. Da gibt es allerdings eine kleine, wie soll ich sagen, eine kleine Ausnahme, wenn ihr das Ganze in ein Leerrohr reinlegt. Einen Moment.
Sowas meine ich, so Riffelrohr. Das heißt, wir werden dieses ganze Kabel jetzt einmal hier durchführen, durch dieses Riffelrohr und dann mit diesem Riffelrohr gemeinsam bis hinter in den Elektroverteiler legen, wo dann nachher der FI und so weiter drauf kommt. Da liegen im Prinzip hier hinten jetzt alle Kabel soweit drin. Das heißt, wir können den Kabelkanal jetzt zumachen und uns hinter dem Elektroverteiler widmen. Ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, euren Kabelkanal, wenn ihr ihn hinten auch reinlegen solltet, nicht zu klein zu dimensionieren. Das hatte ich nicht am Anfang das Problem und habe ihn jetzt richtig schön groß dimensioniert. Und ihr seht, hier passen immer noch ein Haufen Kabel rein. Wenn man mal noch irgendwie hinter was zieht, noch mehr Lampen hinbaut oder irgendwas, dann ist man nicht sofort am Limit. Okay, bevor wir uns jetzt irgendwas anderes kümmern, die Kabelkanäle sind zu und jetzt fangen wir hier in dem Elektroverteiler an, Stückchen für Stückchen. Als allererstes kümmern wir uns um die Masse. Das heißt, eure Batterie braucht ihr einmal Plus und einmal Minus. Das heißt, ihr braucht eine ordentliche Masse, einen ordentlichen Massepunkt. Der Canopy Camper an sich, kann ich euch gleich zeigen, hat in Anführungszeichen einen Massepunkt. Allerdings reicht diese Masse nicht aus, also diese Masse ist nicht sauber genug. Für das Doppelbatteriesystem, das Relais, das kann das nicht messen. Das heißt, ihr braucht wirklich eine ordentliche, saubere Masse. Ich habe ein Kabel einmal unter das Auto drunter gezogen, einmal unten auf der Karosserie, eine Masse gesucht und dort angeschlossen und habe jetzt einen sauberen Massepunkt und deswegen funktioniert auch mein Trennrelais anständig. Schaut, dass ihr wirklich euch einen sauberen Massepunkt besorgt. Das ist essentiell wichtig, ansonsten wird euer Trennrelais nicht funktionieren. Und das ist das, worum ich mich jetzt im nächsten Schritt kümmern werde. Da kriegt ihr ein bisschen Masse, aber halt eben nicht schön. Deswegen habe ich hier nochmal einen zweiten Massepunkt gesetzt. Komme jetzt mit dem Massekabel von unterm Auto hier vor, gehe da drauf und gehe von diesem Massepunkt nochmal auf den Canopy Camper, damit, wenn in diesem Canopy Camper irgendwo am Metall irgendwas passieren sollte, dass ihr hier einen ordentlichen Punkt habt zum Ableiten. Da steht einmal drauf der Querschnitt und einmal wie groß eure Schraube ist. Daran, anhand der Sachen oder anhand der zwei Richtlinien könnt ihr euch dann diese Rohrkabelschuhe oder Rohrdingers kaufen. So sieht jetzt unser kleines Mini-Brückchen aus und das kommt jetzt einmal hier hinten rein. Das ist einmal unser ordentlicher Massepunkt. Masse geht von der Karosserie hier drauf, rüber auf den Canopy Camper und alles cool. Und auf der Masse können wir jetzt alle anderen Massepunkte uns quasi herzaubern. Jetzt schließen wir als nächstes das Trennrelais fürs Doppelbatteriesystem an. Dafür brauchen wir eben unten 2 Kabel rein und raus und die Masse dafür. Wenn du nicht genau weißt, wie es mit dem Doppelbatteriesystem funktioniert und mit den ganzen Rohrkabelschuhen und so ein Zeug auflegen, dann guck am besten mal mein Doppelbatteriesystem-Video an. Das verlinke ich dir jetzt mal hier oben, weil da habe ich im Prinzip eigentlich alles ausführlich gezeigt. Wie legt man diese Rohrkabelschuhe auf, was braucht man dafür, wie sollte man das am besten abisolieren, lauter so Geschichten habe ich in diesem Doppelbatteriesystem-Video reingepackt. Das heißt, ich werde das jetzt hier nicht nochmal quasi immer wieder zeigen oder erklären. Das Kabel hier ist ja viel zu lang. Ich will hier einfach nur so eine kleine Schlinge legen und dann darauf anschließen. Ich mache das mal ganz kurz und dann zeige ich es euch. Für den Victron Energy für das Trennrelais habe ich extra abgewinkelte Rohrkabelschuhe gekauft, weil der Abgang ja so nach unten geht, ansonsten würden die Kabel nach links und rechts weggehen. Will ich nicht. Ich will, dass sie schön nach unten weglaufen. Und genau, deswegen habe ich einfach die abgewinkelten gekauft. Trennrelais ist auch soweit erledigt. Und ich würde sagen, das sieht ordentlich aus, das kann man so lassen. Masse, Batterie von vorne, unsere Batterie von hinten und oben ist die Masse drauf angesteckt. Ich habe mal kurz die Batterie hergeholt. Ich möchte alle Kabel so lang machen, dass ich die Batterie ungefähr so viel rauskriege und gemütlich dran schrauben kann oder auch mal hinten irgendwie reingreifen kann. Also kommen wir mal im nächsten Schritt zum Bremslicht. Ich habe das Kabel hier jetzt schon mal vorbereitet. Da. Und für all diejenigen, die einen Ford Ranger haben, euch kann ich im Prinzip jetzt genau erklären, wo ihr was anschließen müsst. Für all diejenigen, die keinen Ford Ranger haben, müsst ihr halt selber gucken. Ich hatte diese Loadbar oben drauf. Das heißt, ihr müsst ihr runter machen, den Stecker runterziehen, den Stecker einmal abschneiden und dann 2 Vagus drauf
Und ihr schließt im Prinzip einfach nur den 1er, also den Plus, hier auf die schwarz-weiße Litze an und den 2er, also Minus, auf die gelbe Litze. Wenn ich wieder rausrutschen kann, habe ich jetzt hier einfach so einen Kabelbinder drum gemacht und dann hält das. Ich habe das Ganze komplett hier hinten in so einen kleinen halben Abzweigkasten reingebaut. Dann ist es alles safe, ihr könnt den Deckel drauf machen und da passiert nichts mehr. Um das Kabel hier oben von dem Bremslicht da reinzubekommen, könnt ihr einfach seitlich hier vorne aufschneiden, also Deckel runter, hier einmal aufschneiden, das Kabel reindrücken in einen dieser Löcher hier und dann ist das auch hier drin. Ich sag's euch, Freunde, ich muss jetzt erstmal ganz kurz Pause machen. So den ganzen Tag dieses ganze Elektrozeugs reinprügeln ist schon anstrengend. Wenn wir jetzt gerade hier draußen sind, kann ich die Situation gerade nutzen und kann euch diesen Power Inverter mal ganz kurz erklären, vor allem was dieser Power Inverter macht. Es gibt bestimmt viele von euch, die keinen Plan haben, wofür das Ding überhaupt ist oder was man damit machen kann. Zum einen, eigentlich der Hauptgrund Nummer 1, warum ich diesen Power Inverter habe, ist für meinen Landstrom. Das heißt, wenn ich irgendwo stehe und zu viel Strom verbraucht habe oder einfach lange Zeit nicht mehr fahre oder was auch immer oder hier zu Hause bin, dann kann ich den hinten einfach anstecken. Das ganze Auto. Ich kann damit meine Batterie aufladen. Das ist eigentlich so der Hauptgrund, was ich damit bezwecken möchte. Ein anderer Grund, warum ich den habe, ist, dass er von 230 Volt auf 12 Volt quasi runter adaptiert, aber auch hoch, also von 12 Volt auf 230 Volt. Das heißt, wenn ich nicht hinten am Landstrom stecke und irgendwo unterwegs bin und irgendwas über 230 Volt anstecken möchte, dann kann ich mir im Prinzip hier 230 Volt rausholen. Da hinten. So, die ganzen Leitungen nach hinten sind jetzt alle verlegt. Also für die ganzen, ich sag mal, von Alucap gelieferten Kabel. Und so sieht das Ganze jetzt dann aus. Hier gehen die Kabel dann schön runter, liegen da hinten schön entlang. Das Kabel, das kommt nachher auch noch gerade hin. So. Genau. Und so sind die dann alle im Prinzip drauf. Da müssen dann nachher noch die Sicherungen rein. Aber im Prinzip war es das jetzt erstmal. Was ich euch mal noch zeigen möchte, ich habe hier so ein PET-Band gekauft. Das ist eigentlich ziemlich geil, das sind 6 mm. Das kann man dann über Kabel drüber ziehen, um sie zu schützen und eben zu markieren. Und so sehen diese ganzen Kabel dann aus. Also ich finde es auf jeden Fall richtig geil. Es sieht auf jeden Fall meines Erachtens ziemlich fett aus. Dieses Kabel kommt jetzt hier dran und auf den Massepunkt. Ich habe mich dazu entschieden, erstmal kurz das hier fertig zu verkabeln und dann mit dem Inverter weiterzumachen. Minuspol ist drauf. Als nächstes machen wir den Pluspol. So sieht das Kabel jetzt dann quasi fertig aus. Das schützt das Kabel noch mal eine ganze Ecke gegen Schnitt und so weiter. Das ist schon ziemlich cooles Zeug. Okay, ich werde das Kabel jetzt mal ganz kurz innen drin im Auto einbauen gehen. Langsam wird es auch schon wieder dunkel und man sieht innen drin nicht mehr ganz so viel. Und zusätzlich ist es auch relativ schwierig zu filmen, wie ich da drin irgendwelche Sachen einbaue. Aber ich denke mal, es ist für euch ja völlig ausreichend, wenn ich das einbaue, euch danach zeige und erkläre, was welches Kabel für eine Funktion hat, damit ihr es versteht und im Prinzip nachbauen könnt. So sieht das ganze Kabel aus, wenn es fertig ist. Auf der Seite kommt es in den Laderegler oder in diesen Booster. Hier ist unsere Sicherung dazwischen und hier geht es quasi auf die Batterie. Und somit herzlich willkommen zu Tag 2, Freunde. Und heute haben wir leider Pech gehabt und das Wetter hat uns voll erwischt. Es ist voll am Regnen. Aber die Elektro muss fertig werden. Deswegen habt ihr gesehen, Markise ist draußen. Allein dafür ist sie schon super mega praktisch beim Arbeiten. Ich persönlich würde meine Markise nie wieder hergeben wollen. Ich finde das Ding super mega praktisch. Ich habe gestern noch den Inverter reingeschraubt. Und dann habe ich ja noch hier das Kabel gebaut. Das habe ich euch ja gestern noch gezeigt.
Und ich denke mal, damit fangen wir auch an. Ganz hier unten drinne, hier, das werdet ihr allerdings noch im Solarpanel-Video sehen. Da ist der Laderegler vom Solarpanel verbaut und das werden wir jetzt zuerst mal heute anschließen, dass wir das halt einfach erledigt haben. Dann werden wir als nächstes hier hinten dieses Kabel anständig runterlegen, auch wieder mit Klebesockeln. Das Kabel liegt jetzt versorgt hier hinten drin. Und ich würde sagen, es sieht eigentlich soweit ganz gut aus und das kann man so machen. So sieht das Ganze dann fertig angeschlossen aus. Ihr habt einmal das Kabel, was oben vom Solarpanel kommt und dann hier auf PV, also Photovoltaik geht. Und ihr habt einmal dieses Kabel, was ich euch ja vorhin gezeigt habe, was ich gestern gebaut habe, was dann auf die Batterie geht mit der Absicherung. Und das Ganze werden wir jetzt hinten wieder einbauen und dann sind wir mit dem Photovoltaik oder mit der Solaranlage auch fertig. Ich habe hier unten da noch einen Klebesockel hingemacht und hier noch einen Kabelbinder, um es quasi gegen Rausreißen zu sichern. Genau. Die Erdung für unseren Wechselrichter von 230 Volt auf 12 Volt runter ist jetzt auch gebaut. Und ihr seht, mit diesen Schrumpfschläuchen und diesem Nylon-Zeug könnt ihr richtig coole Kabel bauen. So sieht das Ganze dann aus. Hier ist es nicht ganz 100% perfekt geworden. Da hätte man auch einen Ticken höher gehen können, dass es wirklich schön in einer gerade rüberläuft. Aber so kleinlich will ich dann jetzt auch nicht sein und würde sagen, das ist eigentlich ziemlich cool. Okay Freunde, die ganzen Kabel sind jetzt alle fertig, zumindest für die 12 Volt Angelegenheiten. Und jetzt würde ich sagen, bauen wir die Batterie ein. Aufgrund der Tatsache, dass zum einen das Video jetzt schon ganz schön lang wird und Nummer 2, ich mir auch noch nicht so richtig 100% sicher bin, wo ich den Sicherungskasten für meinen Landstrom einbauen soll, würde ich sagen, belassen wir es in diesem Video bei den ganzen 12 Volt Sachen, bauen jetzt gemeinsam die Batterie ein und testen alles. Und dann in dem nächsten Video, wenn ich die Küche anfange zu bauen, werde ich wahrscheinlich auf diese Seite auch den Sicherungskasten hinbauen. Dann werden wir gemeinsam noch den ganzen Landstrom einbauen und dann habt ihr das auch gesehen. Aber ich denke mal, das Video jetzt ist schon umfangreich genug und ich glaube für viele auch jetzt schon Ende Gelände und langweilig genug. Deswegen belassen wir es einfach jetzt dabei und hauen gemeinsam die Batterie rein. Die ganzen Kabel sind jetzt ausgebunden und laufen jetzt hier hinten weg. Da hinten drin werde ich sie wahrscheinlich noch hübsch machen, dass sie dann anständig zusammenbleiben. Und jetzt schauen wir mal ganz kurz, ob schon auf dem CTEK und so weiter überall Strom drauf ist. Wie ihr sehen könnt, 12,84 Volt, das ist schon mal sehr gut. Und jetzt testen wir mal alle Geräte Stückchen für Stückchen durch, stecken der Reihe nach die ganzen Sicherungen wieder rein und testen, dass alles der Reihe nach wieder funktioniert. Ich habe gerade vor die Sicherung wieder reingemacht fürs Doppelbatteriesystem. Wie ihr sehen könnt, haben wir jetzt gerade 12,82 Volt und jetzt starte ich mal den Motor und dann müsste es eigentlich so auf 14 ungefähr hochgehen. Jetzt müsst ihr irgendwie das Relais bald öffnen. Und da steigt es an. Wie ihr seht, Ast rein, es funktioniert. 12,82 kommen an, also perfekt. Jetzt testen wir noch die Utility 25, ob die hinten funktionieren. Drückt uns die Daumen. Geht? Geht. Jawohl. Okay, Bremslicht. Jawohl. Jawohl! Ich mal sagen, die Leselichter gehen auch. Und somit haben wir alles getestet, was 12 Volt hier angeschlossen ist. Und alles, was mit 12 Volt angeschlossen ist, funktioniert. Der Sicherungskasten ist auch noch richtig beschriftet. Das heißt, überall, wo die ganzen Sachen drauf sind, weiß man jetzt auch, wo die ganzen Kabel hinlaufen. Das ist kein Rätselraten, wenn man irgendwann mal irgendwas braucht. Und den ganzen werden wir jetzt da drüben wieder drauf packen. Und genau. Tada! Ich würde auf jeden Fall sagen, man sieht zu vorher
so einen kleinen, aber feinen Unterschied. Das ist einfach alles ordentlich verkabelt da hinten. Klar, es gibt noch hier und da ein paar Sachen, die ich gerne noch ändern würde oder vielleicht noch sogar ein bisschen hübscher oder noch cooler machen möchte. Aber das muss sich über die Zeit dann entwickeln. Hier unten, da kann man es nicht arg viel besser ausbinden, weil man muss ja nachher auch drankommen, wenn die Küche drin ist. Und wenn man da unten irgendwas zusammenbindet, dann kriegt man das einfach nie wieder raus. Da muss man einfach immer so ein bisschen dran denken. Aber ich würde sagen, allen in allem ist es schon richtig gut geworden. Alter Schwede, Freunde, was ein Video. Das wurde ganz schön lang und ich glaube für die einen oder anderen von euch auch ganz schön langweilig. Wenn du das Video auf jeden Fall bis hierhin angeschaut haben solltest, dann vielen Dank dafür. Das bedeutet mir sehr viel. Und wenn du es bis hier angeguckt haben solltest, dann hoffe ich auf jeden Fall, dass dir das Video gefallen haben sollte und vor allem, dass das Video dir auch weitergeholfen hat. Wenn das der Fall sein sollte, würde ich mich riesig freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben geben würdest und mich in den Kommentaren unten mal wissen lassen würdest, was du dir nächste Woche für ein Video wünschst. Eher ein Reisevideo oder eher ein Ausbauvideo. Schreib es mir gerne mal unten in die Kommentare rein. Und wenn du den Kanal noch nicht abonniert haben solltest, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du jetzt auf Abonnieren klicken würdest und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren, weil dann wirst du nicht auch sonntags benachrichtigt, wenn wir unsere neuen Videos hochhauen. Und somit bleibt nichts anderes zu sagen wie vielen Dank fürs Anschauen. Ich bin raus aus diesem Video. Haut rein, Freunde. Wir sehen uns nächste Woche Sonntag und ciao.